So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und kurz vor Weihnachten ist wieder eine Lok eingetroffen und die wollt ihr euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es noch eine quasi Last-Minute-Lokvorstellung. Und es ist natürlich wieder, wie sollte es anders sein, eine wunderschöne 218. Ich mache es mal ein bisschen schärfer. Und zwar die 39217 von Märklin in der gealterten Ausführung, also ab Werk gealtert. Und ja, ich würde sagen, wir packen sie mal aus, weil ich habe es nur quasi alleine bis hierhin geschafft, sie auszupacken, sonst nämlich noch gar nicht. Deswegen ist es wie bei jeder Lokvorstellung, machen wir das immer gemeinsam und ja, nichts Wildes erstmal, ganz normale Papiere noch in der Verpackung, würde ich aber überspringen, weil ich glaube, das interessiert euch gar nicht. Und kommen wir mal weiter zur Lok. Die ganz normale Blisterverpackung mit Bremsschläuchen in in einfacher Ausführung und Schneeräumer. Und mit Schutz. Und dann tue ich das auch mal ein bisschen zur Seite. So. Und da haben wir schon unsere Lok. Ja, toll. Also ich muss ehrlich sagen, gerade dieses Altern oder das ab Werk gealterte, muss ich ehrlich sagen, taugt mir wirklich sehr. Also das machen ja auch andere Hersteller. Muss es nicht von Märklin unbedingt sein. Also auch mit Ausbesserungsflächen gibt's ja auch bei Güterwagen etc. Also ich muss sagen, ich bin da ein Freund davon. Liegt vielleicht auch daran, weil ich selber im Altern noch nicht so gut bin. Habe es mal ein bisschen probiert. Da werde ich mich irgendwann noch ein bisschen einfuchsen müssen. Aber der Vorteil ist, es geht halt auch nicht ab. Es ist dann wirklich, glaube ich, sonst gerne die Kommentare schreiben, es ist bedruckt. Müsste es normalerweise sein. Und genau, eine 218.4, also die 464-6 in der Epoche 5 Variante, also Orientrot. Ja, also das Innenleben dürfte sich nicht weiter verändert haben. Also wir haben auch wieder einen Pufferspeicher, da kommen wir aber nachher dann wieder drauf zu sprechen, weil wir werden die Lok natürlich wie bei allen anderen Modellen auch wieder aufschrauben. Wir sehen hier einen eingerichteten Maschineninnenraum vielmehr. Wir haben den großen Dachlüfter, müsste dann ein TB11-Motor sein, parallele Hutzen, wie man hier sieht, also keine versetzten. Und genau, wir können mal gemeinsam gucken, wo denn die Lok stationiert ist. Im Kempten. Dass ich das nicht falsch lese, genau. GB Nahverkehr Kempten. Cool, ja, also mit Schneeräumer, genau, in der Verpackung sind dann die geschlossenen Schneeräumer. Wie gesagt, soll auch überhaupt keine Werbung sein. Ihr wisst ja, die Lokvorstellungen. Es gibt so viele verschiedene 218er Modelle. Mein Gott, ich sage immer Modellen, was ist da los? Aber wie gesagt, gefallen mir alle gut. Ich glaube, das machen alle Hersteller wirklich hervorragend. Und ja, ich weiß nicht, so viel gibt es gar nicht zu sagen. Also wir haben halt noch die Maschinenraum-Innenbeleuchtung, also zu der Einrichtung kommt dann auch die Maschinenraum-Innenbeleuchtung. Das finde ich wirklich eine tolle Sache. Und sonst wieder alle Räder angetrieben. Wir haben 4 Haftreifen, also zweimal innenliegend quasi dann den Drehgestellen quasi dann, das sind die mit Haftreifen versehen, aber es sind alle 4 Achsen angetrieben. Ist auch, muss ich sagen, eine Lok, sage ich immer so, die hat ja Märklin schon sehr, sehr lange im Programm, also eine 218er. Guck mal, ich das immer scharf mache, mit Lokführerstand und die sind Lokführer vielmehr innen drinne. Weiß nicht, kann man das sehen? Ja, doch, kann man sehen. Und genau, das ist ein sehr zugrifftiges Modell. Das kann ich selber auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch 217er auf der Anlage, die ja sozusagen relativ baugleich sind. Also wirklich schön, schön. Und wie gesagt, gerade mit der Alterung Epoche 5, da habe ich gesagt, da schlage ich zu. Und Bedruckung passt wieder wunderbar. Und dann würde ich sagen, wie immer, wir nehmen unsere
wenig benutzte Lokliege. Und wir schrauben sie mal gemeinsam auf. Und zum Aufschrauben nehmen wir natürlich dann immer die Bedienungsanleitung uns ans Herz oder zu Herzen und sehen da relativ weit hinten, dass wir unten 2 Schrauben entfernen müssen, um dann letzten Endes den Deckel anheben zu können mit dem Warnhinweis. Da sind nochmal Stecker für die wahrscheinlich Führerstandsbeleuchtung, hat es nämlich auch, Maschinenrauminnenbeleuchtung etc. Ist jetzt, ich zeige es jetzt euch nur mal, jetzt natürlich bei den 218er Modellen, ich glaube, das würde ich sogar im Schlaf durchspielen, wie ich die Loks auseinander bekomme. Aber einfach nur mal der Allgemeinheit. Und dann haben wir hier unsere 2 Schräublis und dann würde ich sagen, machen wir sie mal auf. Einmal. Zweimal. Okay, perfekt. Ich würde die Stecker jetzt nicht rausmachen, seid mir da nicht böse. Aber ich glaube, man kann es dann so auch ganz gut sehen, weil ich werde das jetzt einfach hier so nebenbei hinlegen, ohne dass es natürlich abreißt. Das wäre sonst blöd, aber die sind sehr gut. Da haben sie einiges an Kabel gelassen. Ich glaube, man kann es nämlich sehr, sehr gut sehen. Ja, ist wieder das ganz normale, sozusagen, also Standard, oder der Standard in Sachen Technik, wie wir es von den anderen moderneren 280ern auch kennen. Wir haben hier unseren Pufferspeicher drin, den sieht man, glaube ich, ganz gut. Beziehungsweise ich kann auch ein bisschen weiter hin und das hochhalten. Ich will euch die Kamera nach unten setzen, weil sonst wackelt es nämlich dann. Also haben wir hier ganz normal den Kondensator und jetzt lege ich es mal wieder ab, weil ich glaube, dann wird es auch wieder unruhig. Und genau, hier Motorabgriff, ganz normal. Wir haben hier für die ganzen Frontbeleuchtungen, also Schlusslicht und vorderes Spitzenlicht, den Abgriff. Genauso auch hier. Hier dann für Rot für Schleifer, Braun für die Masse. Hier auch nochmal Braun für die Masse. Also jedes Drehgestell hat einen Masseabgriff. Wir haben hier die Innenraumbeleuchtung zweimal. Nein, Entschuldigung, das ist nicht die Innenraumbeleuchtung. Mein Fehler, das war die Führerstandsbeleuchtung. Ist natürlich, sollte klar sein, weil die Kabel gehen hier rein, weil die die Innenraumbeleuchtung, die müsste nämlich auf dem Board sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die ist nämlich immer unten drunter. Also man sieht zum Beispiel, jetzt lege ich das jetzt mal ein bisschen zur Seite hin. Da seht ihr auch nochmal den Kondensator hier von der Seitenansicht. Und hier sind zum Beispiel hier immer, genauso wie auf der anderen Seite, diese LEDs, die dann schön bei den Fenstern hier letzten Endes dann rausscheinen, so ein bisschen, gibt dann diesen quasi den Effekt eines kompletten Maschineninnenraums, obwohl es quasi ja nur so eine, sagen wir mal, Reliefabbildung ist. Aber das haben sie gut gemacht, muss man dazu sagen. Zumindest angedeutet, mehr muss es ja gar nicht sein. Das ist auch dann bei Dunkeln, finde ich es immer sehr gemütlich, weil bei uns fahren auch 218er vorbei. Gefällt mir immer sehr, sehr gut. Da bin ich immer wie ein kleiner Junge. Stehe ich dann immer auf und gucke dann zu, wenn ich schon vom Weitem höre. Und gerade bei Abenddämmerung sind halt auch eigentlich immer, sagen wir zu 99% die Maschinenrauminnenbeleuchtungen an und das wirkt einfach. Deswegen finde ich toll. Finde ich toll. Genau, dann drehen wir es mal wieder um. Also wir haben genau hier die beiden Lichter. Hier oben ist dann quasi immer doch das dritte das dritte Spitzenlicht dann oben. Genau, Motor habe ich ja gesagt. Und hier nochmal für die Lautsprecher sonst soweit, der dann hier unten drunter ist. Hier ist der Motor. Ja, sonst gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Wie gesagt, Führerstandsinnenbeleuchtung ist natürlich innen drin. Habe ich euch gerade eben gezeigt mit den Kabeln. Ja, sonst eigentlich sehr kompakt alles. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt schraube ich die Lok eben wieder entspannt zusammen, weil wir treffen uns ja gleich an der Anlage wieder, weil es gibt wie immer bei jeder Lokvorstellung ein schönes, gemütliches Fahrvideo von der Lok.
wo ich euch auch die Funktionen der Lok ein bisschen näher bringe, beziehungsweise die wichtigsten zumindest. Und wollte ich aber an dieser Stelle schon mal frohe und besinnliche Weihnachten wünschen. Also euch und euren Familien gutes Essen vor allen Dingen, gutes Trinken, viele schöne Geschenke. Vielleicht ist ja auch was für die MOBA dabei, wer weiß. Und ja, wie gesagt, lasst euch da gut gehen, zusammen mit Leuten, die euch lieben, die ihr liebt. Und wir sehen uns natürlich dann oder hören uns wieder nach den Feiertagen. Aber jetzt gibt es erstmal ein schönes, gemütliches Fahrvideo. Dann bis gleich.